Lektion 1. Es tut mir leid, dass ich 15 Minuten zu spät bin. Anna, es tut mir leid, dass ich 15 Minuten zu spät bin. Etwas Unerwartetes ist dazwischen gekommen. Kein Problem, John. Das Leben passiert und Verzögerungen sind verständlich. Ist alles okay? Ja, jetzt ist alles in Ordnung. Ich entschuldige mich dafür, dass ich dich warten ließ. Es ist in Ordnung, John. Mach dir darüber keine Sorgen. Gibt es etwas, das wir nachholen oder besprechen müssen? Nicht wirklich, ich denke, wir sind alle eingeholt. Gibt es etwas, das du teilen oder über das du sprechen möchtest? Im Moment fällt mir nichts Spezielles ein. Ich bin einfach froh, dass alles in Ordnung ist. Danke für dein Verständnis, Anna. Ich schätze deine Flexibilität. Du bist willkommen, John. Wir alle haben Momente, in denen die Dinge nicht wie geplant laufen. Lasst uns vorankommen und uns auf die Gegenwart konzentrieren. Lektion 2. Ich glaube, ich habe mein Handy verloren. Anna, ich kann mein Handy anscheinend nirgends finden. Ich glaube, ich habe es verloren. Oh nein, das ist unpraktisch. Haben Sie es der Wassergesellschaft oder der Gebäudeverwaltung gemeldet? Ja, ich habe Sie bereits über das Problem informiert. Sie sagten, Sie arbeiten daran, das Problem zu beheben, aber es dauert länger als erwartet. Das kann frustrierend sein. Haben Sie in der Zwischenzeit irgendwelche Backup-Pläne für Wasser? Ich habe für alle Fälle ein paar Wasserflaschen aufbewahrt. Das ist nicht viel, sollte aber in Notfällen helfen. Gut überlegt. Es ist immer ratsam, eine Ersatzversorgung zu haben. Haben Sie andere Alternativen in Betracht gezogen, zum Beispiel Wasser aus nahegelegenen Quellen zu verwenden oder einen Wasserlieferdienst zu kontaktieren? Ich habe diese Optionen noch nicht untersucht. Ich werde nach nahegelegenen Wasserquellen suchen und sehen, ob in unserer Gegend ein Lieferservice verfügbar ist. Das ist eine gute Idee. Es ist wichtig, Zugang zu sauberem Wasser für den täglichen Bedarf zu haben. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Hilfe bei Ihrer Suche benötigen. Danke, Anna. Ich schätze deine Unterstützung. Hoffentlich wird das Problem mit der Wasserversorgung bald gelöst.
Du bist willkommen, John. Das hoffe ich auch. Bleiben Sie hydratisiert und hoffen wir auf eine schnelle Lösung. Lektion 4. Ich habe ein Gerücht gehört, dass Elsa meine neue Freundin ist. Anna, ich habe ein Gerücht gehört, dass Elsa meine neue Freundin ist. Ich wollte nur klarstellen, dass es nicht stimmt. Oh, wirklich? Das ist interessant. Nun, es ist nur ein Gerücht, also würde ich dem nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken. Ja, du hast recht. Gerüchte können sich schnell verbreiten, aber das macht sie nicht wahr. Ich wollte nur sicher gehen, dass es keine Verwirrung gibt. Ich verstehe. Es ist immer gut, Dinge zu klären und Missverständnisse zu vermeiden. Menschen neigen dazu, Annahmen zu treffen, die auf Klatsch und Tratsch basieren. Absolut. Ich schätze unsere Freundschaft und ich möchte nicht, dass etwas das gefährdet. Danke für dein Verständnis, Anna. Kein Problem, John. Unsere Freundschaft ist mir auch wichtig. Mach dir keine Sorgen über die Gerüchte. Sie werden irgendwann absterben. Danke, dass du mich beruhigt hast, Anna. Es bedeutet mir eine Menge. Konzentrieren wir uns auf unsere Freundschaft und ignorieren wir den Klatsch und Tratsch. Lektion 5. Hast du darüber nachgedacht, neue Bücher für unsere Kinder zu kaufen? Anna, hast du darüber nachgedacht, für das kommende Semester neue Bücher für unsere Kinder zu kaufen? Ja, ich habe es mir angesehen. Es ist wichtig, über die notwendigen Ressourcen für ihr Studium zu verfügen. Absolut. Hast du eine Liste der Bücher, die sie benötigen werden? Ich will sicher gehen, dass wir alles rechtzeitig bekommen. Ja, ich habe auf der Website der Schule nach der erforderlichen Bücherliste gesucht. Ich kann es mit dir teilen. Das wäre hilfreich. Gibt es bestimmte Orte oder Websites, die Sie für den Kauf der Bücher empfehlen? Ich habe gute Dinge über Online-Buchhandlungen gehört, die Lehrbücher zu ermäßigten Preisen anbieten. Wir können auch in lokalen Buchhandlungen nachschauen, ob die Schule Empfehlungen hat. Online-Buchhandlungen klingen praktisch. Wir können Preise vergleichen und die besten Angebote finden. Stellen Sie sicher, dass Sie früh bestellen, um Verzögerungen zu vermeiden. Das ist ein gutes Argument. Wir sollten sie bald bestellen, um sicherzustellen, dass sie vor Semesterbeginn eintreffen. Denken Sie, wir sollten auch den Kauf zusätzlicher Bücher oder Studienführer in Betracht ziehen? Es könnte eine Überlegung wert sein, insbesondere wenn sie zusätzliche Unterstützung und Ressourcen für ihr Studium bereitstellen können. Wir können uns bei Ihren Lehrern nach Empfehlungen erkundigen. Tolle Idee. Wenden wir uns an Ihre Lehrer und schauen, ob Sie zusätzliche Materialien vorschlagen. Klingt nach einem Plan. Auf diese Weise können wir sicherstellen, dass unsere Kinder alles haben, was sie für einen akademischen Erfolg benötigen. Absolut. Investitionen in Ihre Bildung sind wichtig. Danke, dass du die Führung übernommen hast, Anna. Du bist willkommen, John. Es ist eine Teamleistung. Ich bin froh, dass wir in Bezug auf die Bildung unserer Kinder auf derselben Wellenlänge sind. Lektion 6. Möchtest du etwas trinken? Anna, möchtest du etwas trinken? Ich mache mir gerade eine Tasse Kaffee. Sicher, John. Kaffee klingt gut. Ich nehme auch eine Tasse, bitte. Großartig. Wie trinkst du deinen Kaffee? Zucker, Milch oder etwas anderes? Nur ein bisschen Milch, bitte. Ich mag es cremig, aber nicht zu stark. Vermerkt. Ich mache es so, wie du es magst. Bevorzugen Sie eine bestimmte Marke oder einen bestimmten Geschmack? Ich bin nicht zu wählerisch.
Was auch immer du zur Hand hast, ist für mich in Ordnung. Überrasche mich. In Ordnung, ich überrasche dich mit etwas Nettem. Lass mich den Kaffee zubereiten. Brauchst du noch etwas? Nein, das ist alles für jetzt. Danke für dein Angebot, John. Ich weiß das zu schätzen. Du bist willkommen, Anna. Es ist mir eine Freude. Ich komme in Kürze mit dem Kaffee zurück. Lektion 7. Willst du mit mir Tennis spielen gehen? Anna, willst du mit mir Tennis spielen gehen? Das Wetter ist großartig und ich dachte, es würde Spaß machen, ein paar Runden zu spielen. Tennis klingt nach einer fantastischen Idee, John. Ich habe eine Weile nicht gespielt, aber ich würde es gerne ausprobieren. Das ist toll zu hören. Wir können ein Freundschaftsspiel haben und gleichzeitig Sport treiben. Zählen Sie mich mit ein. Sollen wir unsere eigenen Schläger mitbringen oder haben Sie einen zusätzlichen? Ich habe einen zusätzlichen Lärm, also mach dir keine Sorgen. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie bequeme Kleidung tragen und eine Wasserflasche mitbringen. Wird reichen. Ich werde darauf achten, dass ich mich angemessen kleide und ausreichend Flüssigkeit trinke. Um wie viel Uhr treffen wir uns? Wie wäre es, wenn wir uns um 16 Uhr auf dem Tennisplatz treffen? Das sollte uns genug Zeit zum Aufwärmen geben. Hört sich gut an. Wir sehen uns dort um 16 Uhr. Lass uns eine lustige und energiegeladene Partie Tennis spielen. Absolut. Ich freue mich darauf. Wir sehen uns auf dem Platz, Anna. Lektion 8. Ich hatte in letzter Zeit Halsschmerzen. Anna, ich hatte in letzter Zeit Halsschmerzen. Es beschäftigt mich jetzt seit ein paar Tagen. Oh nein, das ist nicht angenehm. Hast du irgendwelche Heilmittel ausprobiert oder etwas dagegen genommen? Ich habe warmen Tee mit Honig getrunken, und das bringt vorübergehende Linderung. Aber der Schmerz kommt immer wieder zurück. Es könnte sich lohnen, einen Arzt aufzusuchen, wenn es anhält. Sie können die Ursache ermitteln und eine angemessene Behandlung durchführen. Du hast recht. Wenn es nicht bald besser wird, werde ich einen Termin vereinbaren, um es untersuchen zu lassen. Gute Idee. In der Zwischenzeit kannst du auch versuchen, mit warmem Salzwasser zu gurgeln, um deinen Hals zu beruhigen. Das werde ich mal versuchen. Danke für den Vorschlag, Anna. Hoffentlich hilft es, die Beschwerden zu lindern. Du bist willkommen, John. Ich hoffe, es wird bald besser. Passen Sie auf und lassen Sie Ihre Stimme so weit wie möglich ruhen. Danke, Anna. Ich schätze Ihre Besorgnis und Ihren Rat. Ich werde es ruhig angehen lassen und meinem Hals etwas Ruhe gönnen. Lektion 9. Gehst du heute zur Arbeit? Anna, gehst du heute zur Arbeit? Ich habe mich gefragt, ob wir Fahrgemeinschaften bilden könnten. Eigentlich arbeite ich heute von zu Hause aus. Ich habe einige Aufgaben, die ich aus der Ferne erledigen kann. Das ist praktisch. Ich habe auch die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten, aber ich habe überlegt, für einen Tapetenwechsel ins Büro zu gehen. Ich verstehe. Manchmal kann eine Veränderung der Umgebung erfrischend sein. Aber wenn Sie es vorziehen, können wir auch an anderen Tagen Fahrgemeinschaften bilden. Das klingt nach einem guten Plan. An den Tagen, an denen wir beide ins Büro gehen, können wir uns koordinieren und Fahrgemeinschaften bilden. Absolut. Dies ist eine großartige Möglichkeit, Pendelzeit zu sparen und unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Ich stimme voll und ganz zu. Außerdem ist es immer schön, auf dem Weg zur Arbeit etwas Gesellschaft zu haben. Wir können uns unterhalten oder zusammen Musik hören. Definitiv.
Fahrgemeinschaften verleihen dem Pendelverkehr ein soziales Element und können ihn angenehmer machen. Lassen Sie uns das für die Zukunft planen. Klingt gut, Anna. Danke, dass du darüber nachgedacht hast. Ich gebe dir Bescheid, wenn ich das nächste Mal beschließe, ins Büro zu gehen. Perfekt. Halten Sie mich auf dem Laufenden und wir werden uns entsprechend abstimmen. Genießen Sie Ihren Arbeitstag vom Büro oder zu Hause aus, John. Lektion 10. Ich habe gerade eine neue Handtasche für dich gekauft. Anna, weißt du was? Ich habe gerade als Überraschung eine neue Geldbörse für dich gekauft. Oh wow, John. Das ist so fürsorglich von dir. Ich bin wirklich gerührt. Danke. Du bist willkommen, Anna. Mir ist aufgefallen, dass Ihre alte Handtasche allmählich Abnutzungserscheinungen aufwies, also dachte ich, es wäre Zeit für ein Es ist Upgrade. unglaublich nett von dir, das zu bemerken und Maßnahmen zu ergreifen. Ich schätze Ihre Liebe zum Detail. Ich freue mich, dass dir die Geste gefällt. Ich hoffe, die neue Geldbörse passt zu deinem Stil und dient dir gut. Ich bin mir sicher, dass es perfekt sein wird. Du hast einen guten Geschmack und ich vertraue deiner Wahl. Ich kann es kaum erwarten, es zu Ich freue sehen. mich, dass du es auch siehst. Ich weiß, dass du es mit Selbstvertrauen und Eleganz rocken wirst. Nochmals vielen Dank, John. Es bedeutet mir sehr viel. Du weißt immer, wie du mir das Gefühl geben kannst, etwas Es Besonderes ist zu mir eine sein. Freude, Anna. Dich glücklich zu sehen macht mich glücklich. Du verdienst das Beste. Lektion 11. Dinosaurier haben mich schon immer fasziniert. Anna, hast du dich jemals gefragt, wie es wäre, einen echten Dinosaurier zu sehen? Absolut, John. Dinosaurier haben mich schon immer fasziniert. Es ist unglaublich, an diese uralten Kreaturen zu denken, die die Erde durchstreifen. Ich stimme zu. Ihre Größe und Vielfalt sind überwältigend. Ich stelle mir oft vor, wie es wäre, sie in ihren natürlichen Lebensräumen zu beobachten. Es wäre sowohl aufregend als auch beeindruckend. Ich kann mir die schiere Größe einiger der größeren Dinosaurier nicht einmal vorstellen. Und die Möglichkeit, ihr Verhalten zu beobachten und mehr über ihr Leben zu erfahren, wäre für viele Wissenschaftler ein wahr gewordener Traum. Definitiv. Es ist erstaunlich, wie viel wir durch die Paläontologie über Dinosaurier gelernt haben, aber es gibt noch so viel mehr zu entdecken. Es ist wahr. Jede neue Fossilienentdeckung trägt zu unserem Verständnis dieser alten Kreaturen bei und trägt dazu bei, ein klareres Bild von ihrer Welt zu zeichnen. Ich hoffe, dass zukünftige Generationen irgendeine Form von dinosaurierähnlichen Kreaturen erleben werden, auch wenn sie nicht genau dieselben sind wie die aus der Vergangenheit. Das wäre unglaublich. Wer weiß, was die Zukunft bringt? Vielleicht könnten uns technologische Fortschritte dieser Möglichkeit näher bringen. Es ist aufregend, darüber nachzudenken. Bis dahin können wir die Wunder der Dinosaurier weiterhin in Büchern, Museen und Filmen bestaunen. Absolut. Dinosaurier werden unsere Fantasie immer in ihren Bann ziehen und uns an die unglaubliche Vielfalt des Lebens in der Geschichte der Erde erinnern. Lektion 12. Ich liebe Maissuppe. Anna, hast du jemals Maissuppe probiert? Ich habe gestern welche gemacht und es ist wirklich lecker geworden. Oh, ich liebe Maissuppe. Es ist einer meiner Favoriten. Wie hast du es geschafft? Als Basis habe ich frische Maiskörner, Zwiebeln, Knoblauch und Gemüsebrühe verwendet. Dann habe ich einige Kräuter und Gewürze für den Geschmack hinzugefügt. Das klingt unglaublich. Hast du die Suppe gemixt, um sie cremig zu machen, oder hast du sie grob belassen? Ich habe tatsächlich eine Kombination gemacht.
Ich habe den größten Teil der Suppe gemischt, um sie cremig zu machen, aber ich habe einige Maiskörner reserviert, um etwas Textur zu verleihen. Das ist eine großartige Idee. Ich mag den Kontrast zwischen cremigen und klobigen Texturen. Hast du es mit irgendwas garniert? Ja, ich habe es mit einer Prise gehackter frischer Kräuter und einem Spritzer Olivenöl garniert. Es fügte einen schönen Hauch von Frische hinzu. Es klingt wie ein Gericht in Restaurantqualität, John. Ich bin beeindruckt. Ich würde gerne irgendwann deine Maissuppe probieren. Danke, Anna. Ich mache es gerne für dich. Es macht immer mehr Spaß, leckeres Essen mit Freunden zu teilen. Das ist sehr nett von dir. Ich freue mich darauf. Lass mich wissen, wann du vorhast, es wieder zu machen. Das werde ich tun, Anna. Ich werde dafür sorgen, dass du eine Vorwarnung bekommst. Es wird ein Maissuppenfest. Lektion 13. Das Licht im Wohnzimmer ist nicht in Ordnung. Anna, ist dir aufgefallen, dass das Licht im Wohnzimmer aus ist? Es flackert und lässt sich nicht richtig einschalten. Ja, das ist mir auch aufgefallen, John. Es wird ziemlich unpraktisch. Wir sollten es so schnell wie möglich reparieren lassen. Ich stimme zu. Es ist wichtig, ein gut beleuchtetes Wohnzimmer zu haben, besonders abends. Ich rufe einen Elektriker, der kommt und es mir ansieht. Das wäre toll, John. Überlassen Sie es am besten den Fachleuten, um sicherzustellen, dass es sicher und effizient repariert wird. Absolut. Ich möchte keine elektrischen Probleme oder weitere Schäden riskieren, indem ich versuche, das Problem selbst zu beheben. Sicherheit geht in der Tat vor. In der Zwischenzeit können wir zusätzliche Lampen oder temporäre Beleuchtungslösungen verwenden, um den Raum aufzuhellen. Das ist eine gute Idee. Wir können einige Stehlampen oder Tischlampen mitbringen, um vorübergehend für Beleuchtung zu sorgen, bis das Hauptlicht repariert ist. Es wird das Wohnzimmer funktionaler und komfortabler machen. Ich schätze dein schnelles Handeln in dieser Sache, John. Kein Problem, Anna. Ich möchte, dass wir einen gut funktionierenden und gemütlichen Wohnraum haben. Ich werde sofort den Besuch des Elektrikers vereinbaren. Danke, John. Ihr proaktiver Ansatz wird sehr geschätzt. Lassen Sie uns das Licht reparieren und wieder ein gut beleuchtetes Wohnzimmer genießen. Lektion 14. Haben Sie jemals über Ihr ideales Ruhestandsleben nachgedacht? Anna, hast du jemals über dein ideales Ruhestandsleben nachgedacht? Was würdest du gerne machen, wenn du nicht mehr arbeiten musst? Absolut, John. Ich habe die Vision eines friedlichen und erfüllten Ruhestands. Eine Sache, die ich lieben würde, ist zu reisen und verschiedene Teile der Welt zu erkunden. Das klingt unglaublich, Anna. Reisen ist eine großartige Möglichkeit, neue Kulturen kennenzulernen, neue Küchen auszuprobieren und bleibende Erinnerungen zu schaffen. Definitiv. Ich stelle mir auch vor, Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen, diese Verbindungen zu pflegen und neue zu knüpfen. Das ist wichtig. Für den Aufbau und die Pflege von Beziehungen haben wir während unserer Arbeitsjahre oft nicht so viel Zeit. Genau. Ich würde auch gerne Hobbys und Interessen nachgehen, für die ich vorher vielleicht nicht genug Zeit hatte, wie Malen oder Musikinstrument spielen. Das ist wunderbar, Anna. Der Ruhestand ist die perfekte Zeit, um die Leidenschaften zu entdecken und ihnen nachzugeben, die uns Freude und Erfüllung bringen. Und vergessen wir nicht, auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden zu achten. Regelmäßig Sport zu treiben, gut zu essen und der Selbstfürsorge Priorität einzuräumen, ist unerlässlich. Absolut.
Die Aufrechterhaltung einer guten körperlichen und geistigen Gesundheit ermöglicht es uns, unsere Rentenjahre in vollen Zügen zu genießen und das Beste daraus zu machen. Einverstanden, John. Letztlich geht es in meinem idealen Ruhestandsleben darum, ein Gleichgewicht zwischen Entspannung, Erkundung und persönlichem Wachstum zu finden. Das klingt nach einer abgerundeten und erfüllenden Altersvorsorge, Anna. Ich hoffe, wir können beide unseren idealen Ruhestand ausleben, wenn die Zeit gekommen ist. Lektion 15. Mir ist aufgefallen, dass du einen neuen Haarschnitt bekommen hast. Hi Anna, mir ist aufgefallen, dass du einen neuen Haarschnitt bekommen hast. Es sieht toll aus. Danke, John. Ja, ich habe beschlossen, die Dinge ein wenig zu ändern. Ich wollte einen kürzeren Stil für den Sommer. Es steht dir gut. Bist du in deinen regulären Friseursalon gegangen? Nein, ich habe dieses Mal einen neuen Salon ausprobiert. Ich habe gehört, dass Sie einen talentierten Stilisten hatten, der sich auf trendige Schnitte spezialisiert hat. Das ist cool. Hattest du einen bestimmten Stil im Sinn? Ich zeigte dem Stilisten ein Bild von einem Bob-Haarschnitt, der mir gefiel. Wir haben darüber gesprochen, und sie hat auch einige Vorschläge gemacht. Nett. Wie lange hat der gesamte Prozess gedauert? Es dauerte ungefähr eine Stunde. Die Stylistin war sehr akribisch und nahm sich Zeit, um sicherzustellen, dass es genau richtig war. Ich kann sagen, dass sie einen fantastischen Job gemacht hat. Dein Haar sieht so glatt und stilvoll aus. Danke, John. Ich bin sehr zufrieden damit, wie es ausgegangen ist. Es fühlt sich leichter an und ist auch einfacher zu handhaben. Ich könnte erwägen, mich selbst die Haare schneiden zu lassen. Irgendwelche Empfehlungen für einen guten Salon? Sicher. Ich kann dir den Namen des Salons nennen, in dem ich war. Sie haben ein paar talentierte Stilisten, sodass Sie den auswählen können, den Sie mögen. Das wäre toll. Ich werde sie mir ansehen. Danke für die Empfehlung, Anna. Du bist willkommen, John. Ich bin mir sicher, dass du dort einen tollen Stilisten findest. Lass mich wissen, wie es läuft. Wird reichen. Nochmals vielen Dank, Anna. Viel Spaß mit deinem neuen Haarschnitt. Danke, John. Wir sehen uns später. Lektion 16. Hast du dieses Jahr irgendwelche neuen Modetrends bemerkt? Hi Anna, hast du dieses Jahr irgendwelche neuen Modetrends bemerkt? Ja, auf jeden Fall. Ein Trend, den ich gesehen habe, sind übergroße Blatzer. Sie scheinen überall zu sein. Oh, wirklich? Das klingt interessant. Ich habe diesen Stil noch nie ausprobiert. Wie sehen sie aus? Sie verleihen eine entspannte und leicht maskuline Atmosphäre. Sie können sie mit Jeans oder Röcken für einen schicken Look kombinieren. Das ist cool. Haben Sie noch andere Trends im Auge? Ja, Fischerhüte haben ein Comeback erlebt. Sie eignen sich hervorragend, um einem Outfit eine lässige und verspielte Note zu verleihen. Fischerhüte, hm? Ich erinnere mich an die aus den 90ern. Es ist interessant, wie Modetrends zurückgehen. Absolut. Ein weiterer Trend sind farbenfrohe Chunky-Sneaker. Sie verleihen jedem Outfit einen Hauch von Farbe und eine sportliche Note. Ich habe Leute gesehen, die die getragen haben. Sie fallen definitiv auf. Gibt es Trends für formelle Kleidung? Nun, mir ist aufgefallen, dass Samtblazer für formelle Anlässe sehr beliebt sind. Sie verleihen einen Hauch von Luxus und Raffinesse. Samtblazer klingen edel. Ich könnte erwägen, mir einen für besondere Anlässe zu besorgen.
Danke für den Tipp, Anna. Du bist willkommen, John. Es kann Spaß machen, Modetrends zu entdecken. Hat etwas in letzter Zeit deine Aufmerksamkeit erregt? Ich habe viele Batikmuster auf T-Shirts und Hoodies gesehen. Es bringt ein Retro-Feeling zurück und verleiht ein bisschen Einzigartigkeit. Oh, ich liebe Tie-Dye. Es ist eine großartige Möglichkeit, ihrer Garderobe etwas Farbe und Individualität zu verleihen. Definitiv. Es war ein lustiges Gespräch, Anna. Ich werde nach diesen Trends Ausschau halten. Hier auch, John. Mode entwickelt sich ständig weiter. Viel Spaß beim Experimentieren mit neuen Stilen. Lektion 17. Hast du in letzter Zeit beliebte Comics gelesen? Hi Anna, hast du in letzter Zeit irgendwelche beliebten Comics gelesen? Ja, ich war von der Serie Infinity Gauntlet begeistert. Es ist Teil des Marvel-Universums und es war faszinierend. Ah, ich habe gute Dinge darüber gehört. Es geht um den mächtigen Handschuh, der dem Träger unglaubliche Fähigkeiten verleiht, oder? Genau. Thanos, der Hauptschurke, versucht, alle Infinity-Steine zu sammeln, um die ultimative Macht zu erlangen. Die Handlung ist intensiv. Klingt nach einer spannenden Lektüre. Ich war in letzter Zeit ein Fan der Watchmen-Serie. Es ist eine dunkle und düstere Grafik-Novel mit komplexen Charakteren. Oh, ich habe von Watchmen gehört. Es ist bekannt für seine eingehende Erforschung moralischer und ethischer Fragen, oder? Ja, das ist genau richtig. Es befasst sich mit der Komplexität von Superhelden und den Folgen ihres Handelns. Das klingt faszinierend. Ich muss es mir ansehen. Bist du auf andere bemerkenswerte Comics gestoßen? Nun, die Serie Saga wurde mir sehr empfohlen. Es ist eine Weltraumoper mit einer Mischung aus Science-Fiction und Fantasy-Elementen. Ich habe auch großartige Dinge über Saga gehört. Es ist bekannt für seinen einzigartigen Aufbau von Welten und seine fesselnden Charaktere. Absolut. Es steht auch auf meiner Leseliste. Gibt es noch andere Comics, die dir gefallen haben? Ich habe die Serie MS Marvel verfolgt. Es geht um ein junges Mädchen namens Kamala Khan, das entdeckt, dass sie formverändernde Kräfte besitzt. Das klingt nach einer unterhaltsamen und ermutigenden Serie. Repräsentation in Comics ist so wichtig. Definitiv. Es ist erfrischend zu sehen, wie verschiedene Charaktere im Rampenlicht stehen. Also, irgendwelche anderen Empfehlungen? Nun, Batman, The Killing Joke ist ein Klassiker. Es ist ein Psychothriller, der sich mit der Entstehungsgeschichte des Jokers befasst. Ah, davon habe ich gehört. Batman und der Joker haben immer eine so intensive Dynamik. Ich füge es meiner Liste hinzu. Großartig! Ich hoffe, es gefällt euch. Es hat Spaß gemacht, mit dir über Comics zu diskutieren, Anna. Ebenso, John. Comics haben ein so reichhaltiges Medium zum Geschichtenerzählen. Viel Spaß beim Lesen. Lektion 18. Hast du schon einmal ein paar Tage gezeltet? Hi Anna, hast du schon einmal ein paar Tage gezeltet? Ja, habe ich. Ich liebe es, Zeit in der Natur zu verbringen. Es ist eine großartige Möglichkeit, sich zu entspannen und vom täglichen Trubel abzuschalten. Das klingt unglaublich. Ich denke seit 3 Tagen darüber nach, campen zu gehen. Hast du irgendwelche Tipps? Sicher. Erstellen Sie zunächst eine Checkliste mit wichtigen Gegenständen wie einem Zelt, Schlafsäcken, Kuschutensilien und Lebensmitteln. Gute Idee.
Was ist mit dem Standort? Irgendwelche Empfehlungen für einen dreitägigen Campingausflug? Suchen Sie nach einem Campingplatz mit Einrichtungen wie Toiletten und Wasserquellen. Es wird Ihren Aufenthalt komfortabler machen, besonders wenn es Ihr erstes Mal ist. Das ergibt Sinn. Ich werde nach Campingplätzen suchen, die diese Annehmlichkeiten bieten. Welche Aktivitäten können wir in den 3 Tagen machen? Es gibt viele Möglichkeiten. Sie können wandern, angeln oder sogar ein Picknick an einem malerischen Ort machen. Achten Sie nur darauf, die örtlichen Vorschriften und Sicherheitsrichtlinien zu überprüfen. Wandern klingt großartig. Dafür packe ich bequeme Schuhe und Kleidung ein. Wie wäre es mit Mahlzeiten während der Reise? Planen Sie einfache Mahlzeiten, die einfach zuzubereiten sind. Sie können abgepackte Lebensmittel, Sandwiches und Snacks mitbringen. Vergessen Sie nicht, auch genügend Wasser mitzunehmen. Vermerkt. Ich mache einen Ernährungsplan und packe entsprechend. Gibt es noch etwas, das ich beachten sollte? Denken Sie daran, Insektenschutzmittel, Sonnencreme und ein Erste-Hilfe-Set mitzubringen. Es ist immer besser, auf jede Situation vorbereitet zu sein. Ich füge diese Punkte meiner Checkliste hinzu. Danke für den Rat, Anna. Ich freue mich auf den Campingausflug. Du bist willkommen, John. Ich bin sicher, du wirst eine fantastische Zeit haben. Genießt eure 3 Tage in der Natur. Lektion 19. Ich habe versehentlich ein Glas Wasser zerbrochen. Anna, rate mal, was vorhin passiert ist? Ich habe versehentlich ein Glas Wasser zerbrochen. Oh nein, wirklich? Das ist bedauerlich. Bist du okay? Ja, mir geht's gut. Zum Glück wurde ich nicht verletzt. Aber jetzt muss ich ein Chaos aufräumen. Ich kann mir das vorstellen. Glasscherben können knifflig sein. Tragen Sie unbedingt Handschuhe und reinigen Sie es vorsichtig mit einem Besen und einer Kehrschaufel. Guter Rat. Ich werde besonders vorsichtig sein. Es ist einfach frustrierend, weil ich mich darauf gefreut habe, dieses Glas Wasser zu genießen. Ich verstehe. Unfälle passieren jedoch. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie in Zukunft mit Glaswaren umgehen. Definitiv. Ich werde versuchen, achtsamer zu sein. Haben Sie Tipps zur Vermeidung solcher Unfälle? Eine Sache, die Sie tun können, ist, Ihr Glas auf eine stabile Oberfläche zu stellen, weg von der Kante. Versuche auch, bruchsichere Gläser oder Plastikgläser zu verwenden, wenn du Angst hast, dass sie kaputt gehen könnten. Das ist eine kluge Idee. Das behalte ich im Hinterkopf. Danke für die Tipps, Anna. Du bist willkommen, John. Gibt es noch etwas, womit ich helfen kann? Nein, das ist alles für jetzt. Ich werde das Chaos aufräumen und beim nächsten Mal vorsichtiger sein. Klingt nach einem Plan. Passen Sie auf sich auf und lassen Sie mich wissen, wenn Sie Hilfe benötigen. Lektion 20. Ich habe ein Problem mit meinem Computer. Hey Anna, ich habe ein Problem mit meinem Computer. Ich kann eine Datei, die ich benötige, nicht öffnen. Oh nein, das ist frustrierend. Um was für eine Datei handelt es sich? Es ist ein Word-Dokument, an dem ich seit Tagen arbeite. Ich muss wirklich darauf zugreifen. Ich verstehe deine Besorgnis. Hast du schon irgendwelche Schritte zur Fehlerbehebung ausprobiert? Ich habe noch nicht viel versucht. Ich habe meinen Computer neu gestartet, aber es hat nicht geholfen. Irgendwelche Vorschläge? Eine Sache, die Sie versuchen können, ist zu überprüfen, ob Sie eine Sicherungskopie der Datei haben.
Manchmal werden frühere Versionen automatisch gespeichert. Das ist eine gute Idee. Ich überprüfe sofort den Backup-Ordner. Hoffentlich kann ich eine ältere Version der Datei finden. Eine andere Möglichkeit besteht darin, zu versuchen, die Datei auf einem anderen Computer zu öffnen oder eine andere Software zu verwenden, die Word-Dokumente unterstützt. Daran habe ich nicht gedacht. Ich werde es versuchen und sehen, ob es funktioniert. Danke für den Vorschlag, Anna. Du bist willkommen, John. Wenn diese Schritte nicht funktionieren, sollten Sie erwägen, sich an den technischen Support zu wenden, um weitere Unterstützung zu erhalten. Das ist ein gutes Argument. Wenn alles andere fehlschlägt, werde ich Sie kontaktieren. Hoffentlich kommt es nicht dazu. Das hoffe ich auch. Der Verlust wichtiger Dateien kann frustrierend sein. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Hilfe benötigen. Kleines Ding, Anna. Ich schätze deinen Rat. Ich werde dich auf dem Laufenden halten, wie es läuft. Lektion 21. Ist es kompliziert, einen Kredit zu beantragen? Hallo Anna. Wie läuft dein Tag? Hallo John. Es läuft gut, danke. Wie steht's mit dir? Mir geht es auch gut. Ich wollte dich etwas fragen. Ist es kompliziert, einen Kredit zu beantragen? Nun, es kann auf den ersten Blick etwas überwältigend erscheinen, aber es muss nicht zu kompliziert sein. Das hängt von der Art des Darlehens und dem Kreditgeber ab. Ich verstehe. Ich erwäge, ein Darlehen für kleine Unternehmen zu beantragen, und ich bin mir nicht sicher, wo ich anfangen soll. Das ist ein allgemeines Anliegen, John. Der erste Schritt besteht darin, verschiedene Kreditgeber zu recherchieren und deren Kreditanforderungen zu verstehen. Ich werde auf jeden Fall etwas recherchieren und die verfügbaren Optionen vergleichen. Muss ich bestimmte Dokumente oder Kriterien vorbereiten? Jeder Kreditgeber kann unterschiedliche Anforderungen haben, aber im Allgemeinen werden sie nach ihren persönlichen und finanziellen Informationen gefragt, wie zum Beispiel Gewinn- und Verlustrechnungen, Kredithistorie und einem Geschäftsplan, wenn es sich um Das einen ergibt Sinn. Geschäftskredit handelt. Ich werde alle notwendigen Dokumente zusammenstellen und sicherstellen, dass meine Finanzunterlagen in Ordnung sind. Das ist ein guter Ansatz, John. Wenn Sie vorbereitet sind, wird der Prozess reibungsloser. Vielleicht möchten Sie auch in Betracht ziehen, sich direkt an den Kreditgeber zu wenden, um spezifische Fragen zu stellen, die Sie Das ist möglicherweise ein haben. großartiger Vorschlag, Anna. Ich werde mich an Sie wenden, um alle Zweifel zu klären und die Kreditbedingungen besser zu verstehen. Hervorragend. Denken Sie daran, dass es wichtig ist, die Kreditbedingungen zu lesen und zu verstehen, bevor Sie fortfahren. Absolut. Ich werde die Bedingungen sorgfältig prüfen und bei Bedarf um Klarstellung bitten. Das ist der richtige Weg, John. Die Beantragung eines Kredits kann ein großer Schritt sein, aber mit gründlicher Recherche und Vorbereitung wird er überschaubarer. Danke für den Rat, Anna. Ich fühle mich jetzt sicherer, da ich eine bessere Vorstellung davon habe, was mich erwartet. Du bist willkommen, John. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Viel Glück bei Ihrem Kreditantrag. Danke, Anna. Ich schätze deine Unterstützung. Hab einen fantastischen Tag. Du auch, John. Pass auf dich auf und melde dich bald. Auf Wiedersehen, Anna. Auf Wiedersehen, John. Lektion 22. Wie war dein Tag bei der Arbeit? Hallo Anna. Wie war dein Tag bei der Arbeit? Hallo John. Es war ein anstrengender Tag, aber insgesamt lief es gut. Wie steht's mit dir?
Es war auch ziemlich gut. Ich wollte fragen, hast du heute Zeit nach der Arbeit? Eigentlich habe ich nach der Arbeit etwas Freizeit. Was ist los? Ich habe mich gefragt, ob du eine Tasse Kaffee trinken oder vielleicht im Park spazieren gehen möchtest. Das klingt wunderbar, John. Ich würde eine Tasse Kaffee und ein gutes Gespräch genießen. Großartig! In der Nähe gibt es ein gemütliches Café. Wir können uns dort nach der Arbeit treffen. Funktioniert das für dich? Absolut. Um wie viel Uhr sollten wir uns treffen? Wie wäre es mit 18 Uhr? Das sollte uns genug Zeit geben, um uns zu entspannen und zu plaudern, bevor es zu spät ist. Klingt perfekt, John. Wir sehen uns um 18 Uhr im Café. Ich freue mich darauf. Ebenso, Anna. Es wird schön sein, sich zu entspannen und auf dem Laufenden zu bleiben. Wir sehen uns später. Wir sehen uns später, John. Habt einen schönen Rest des Tages. Du auch, Anna. Pass auf dich auf, bis dahin. Auf Wiedersehen, John. Auf Wiedersehen, Anna. Lektion 23. Ich habe mich gefragt, ob du mit mir ins Einkaufszentrum gehen möchtest. Anna, ich habe mich gefragt, ob du später mit mir ins Einkaufszentrum gehen möchtest. Willst du gehen? Sicher, John. Das klingt nach Spaß. Ich könnte eine Einkaufstherapie gebrauchen. Großartig. Es gibt ein paar Geschäfte, die ich mir ansehen möchte. Wir können dort auch zu Mittag essen, wenn du Lust dazu hast. Das klingt nach einem Plan, John. Ich bin immer bereit für gutes Essen und Stöbern in Geschäften. Fantastisch. Treffen wir uns gegen 14:00 im Einkaufszentrum? Klingt gut, John. 14 Uhr funktioniert für mich. Wir sehen uns dort. Perfekt. Ich freue mich darauf. Bis bald, Anna. Bis bald, John. Habt eine tolle Zeit bis dahin. Danke, Anna. Pass auf dich auf. Du auch, John. Auf Wiedersehen vorerst. Auf Wiedersehen, Anna. Lektion 24. Heute gibt es im Supermarkt einen Sonderrabatt. Ich wollte dich wissen lassen, dass es heute im Supermarkt einen Sonderrabatt gibt. Oh, wirklich? Das ist aufregend. Über welche Art von Rabatt sprechen wir? Es handelt sich um ein Buy One Get One Free Angebot für verschiedene Lebensmittel, darunter Snacks und Getränke. Das klingt nach einem tollen Deal, John. Ich könnte mich mit ein paar Snacks für die Woche eindecken. Definitiv. Es ist eine gute Gelegenheit, etwas Geld zu sparen und unsere Lieblingsleckereien zu bekommen. Ich bin dabei, John. Ich werde nach der Arbeit im Supermarkt vorbeischauen und den Rabatt nutzen. Fantastisch. Ich treffe dich dort. Es wird schön sein, zusammen einzukaufen und vielleicht ein paar neue Artikel zu entdecken. Klingt nach einem Plan, John. Treffen wir uns gegen 17:30 Uhr im Supermarkt. Funktioniert das für dich? Perfekt, Anna. Es ist 17:30 Uhr. Wir sehen uns dort. Großartig. Freue mich drauf. Bis bald, John. Bis bald, Anna. Habt einen fantastischen Tag bis dahin. Du auch, John. Pass auf dich auf.
Auf Wiedersehen, Anna. Auf Wiedersehen, John. Lektion 25. Warst du in letzter Zeit im Einkaufszentrum? Warst du in letzter Zeit im Einkaufszentrum, Anna? Ja, ich war gestern dort. Es war so voll. Ich weiß, oder? Es fühlt sich an, als hätten alle beschlossen, gleichzeitig einkaufen zu gehen. Es fiel mir schwer, einen Parkplatz zu finden. Und wenn man einmal drinnen war, war es schwierig, sich fortzubewegen. Mir ging es genauso. Die Gänge waren voll und in jedem Geschäft gab es lange Schlangen. Ich musste eine Weile warten, nur um ein paar Klamotten anzuprobieren. Es war ziemlich frustrierend. Ich kann mir das vorstellen. Es ist schwer, Spaß am Einkaufen zu haben, wenn es so voll ist. Definitiv. Ich denke, ich werde versuchen, das nächste Mal wochentags oder am frühen Morgen zu gehen. Das ist eine gute Idee. In diesen Zeiten könnte es weniger überfüllt und friedlicher sein. Ich hoffe es. Es ist viel einfacher zu stöbern und das zu finden, was Sie benötigen, wenn nicht so viele Menschen in der Nähe sind. Absolut. Planen wir unsere Einkaufstouren entsprechend, um die Menschenmassen in Zukunft zu vermeiden. Klingt nach einem Plan, John. Lassen Sie uns ruhigere und weniger hektische Einkaufserlebnisse anstreben. Einverstanden, Anna. Auf diese Weise wird es viel mehr Spaß machen. Definitiv. Nun, das behalte ich im Hinterkopf, wenn ich das nächste Mal einkaufen gehe. Danke für den Chat, John. Du bist willkommen, Anna. Es war nett, das mit dir zu besprechen. Pass auf dich auf. Du auch, John. Hab einen schönen Tag. Du auch, Anna. Tschüss. Lektion 26. Wir müssen in den Supermarkt gehen, um mehr Lebensmittel zu kaufen. Wir müssen in den Supermarkt gehen, um mehr Lebensmittel für morgen zu kaufen. Ich stimme zu. In unserer Speisekammer gehen die wichtigsten Dinge zur Neige. Was sollten wir deiner Meinung nach bekommen? Haben Sie bestimmte Dinge im Sinn? Wir sollten uns auf jeden Fall mit Obst, Gemüse und einigen Proteinoptionen wie Hühnchen oder Tofu eindecken. Gute Idee. Wir können auch etwas Brot, Milch und Eier zum Frühstück bekommen. Ja, und vergessen Sie nicht, ein paar Snacks und Getränke für zwischendurch mitzunehmen. Richtig, wir sollten einige Optionen für Snacks haben. Was ist mit Toilettenartikeln und Reinigungsmitteln? Lassen Sie uns eine Liste mit dem erstellen, was wir benötigen, einschließlich Toilettenartikeln, Reinigungsmitteln und anderen Haushaltsgegenständen. Das ist ein guter Plan. Wir können die Liste durchgehen, bevor wir zum Supermarkt gehen. Und vergessen wir nicht, im wöchentlichen Flyer des Supermarkts nach Rabatten oder Angeboten zu suchen. Absolut. Wir können etwas Geld sparen, indem wir diese Angebote nutzen. Okay, lass uns die Liste fertig machen und planen, heute später in den Supermarkt zu gehen. Klingt nach einem Plan, Anna. Wir werden dafür sorgen, dass wir für morgen gut ausgestattet sind. Großartig. Ich fange sofort an, die Liste zu erstellen. Wir sehen uns bald. Bis bald, Anna. Besorgen wir uns alles, was wir brauchen. Lektion 27. Wie lange musst du noch warten? Wie lange musst du noch warten? Ich bin mir nicht sicher. Die Linie scheint sich langsam zu bewegen. Ja, es hat ziemlich lange gedauert. Hoffentlich dauert es nicht mehr lange.
Das hoffe ich auch. Ich habe heute einen vollen Terminkalender und ich muss bald los. Ich verstehe. Warten kann frustrierend sein, besonders wenn Sie andere Dinge zu tun haben. Genau. Aber manchmal müssen wir einfach geduldig sein und warten, bis wir dran sind. Das stimmt. Es ist eine gute Gelegenheit, Geduld zu üben und sich einen Moment Zeit zu nehmen, um sich zu entspannen. Ich schätze, du hast recht. Ich werde versuchen, das Beste aus dieser Zeit zu machen und ruhig zu bleiben. Das ist der Geist. Vielleicht kannst du diese Zeit nutzen, um deine Lektüre nachzuholen oder Musik zu hören. Das ist eine großartige Idee. Ich nehme mein Buch heraus und genieße ein paar Kapitel, während ich warte. Klingt nach einem Plan. Das wird das Warten erträglicher und produktiver machen. Definitiv. Danke für den Vorschlag, John. Es ist auch schön, jemanden zu haben, mit dem man reden kann, während man wartet. Du bist willkommen, Anna. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Wir werden diese Wartezeit zusammen überstehen. Ja, das werden wir. Und hoffentlich wird es nicht mehr lange dauern. Die Zeit vergeht wie im Fluge, wenn man mit etwas beschäftigt ist. Absolut. Bevor du es weißt, bist du dran. Halte durch. Das werde ich, John. Danke für die Ermutigung. Ich weiß das zu schätzen. Kein Problem, Anna. Wir machen das zusammen durch. Machen wir das Beste daraus. Einverstanden, John. Bleiben wir positiv und geduldig. Lektion 28. Sind wir fast da? Sind wir fast da? Ich glaube schon. Laut GPS sind wir nur ein paar Minuten entfernt. Das ist gut zu hören. Ich werde hungrig und freue mich darauf, unser Ziel zu erreichen. Ich auch. Ich kann es kaum erwarten, das Essen in dem neuen Restaurant zu probieren, von dem wir so viel gehört haben. Hier auch. Ich habe gehört, dass Sie tolle Kritiken und eine großartige Menüauswahl haben. Es ist immer aufregend, neue Orte auszuprobieren und neue Geschmacksrichtungen zu entdecken. Absolut. Verschiedene Küchen zu erkunden ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Meins auch. Ich freue mich, dass wir immer bereit sind, gemeinsam kulinarische Abenteuer zu erleben. Es macht definitiv mehr Spaß, diese Erfahrungen mit jemandem zu teilen. Ich stimme zu. Es erhöht den Genuss und schafft bleibende Erinnerungen. Wir haben das Glück, einander als Feinschmeckerpartner zu haben. Definitiv. Hier sind wir und fahren auf den Parkplatz. Wir sind angekommen. Großartig! Lass uns gehen und unsere Geschmacksknospen befriedigen. Ich kann es kaum erwarten. Ich auch nicht. Lass uns reingehen und zusammen ein fantastisches Essen genießen. Absolut, Anna. Lassen Sie uns dieses kulinarische Erlebnis unvergesslich machen. Ich bin mir sicher, dass es so sein wird, John. Lass uns gehen und uns leckeres Essen gönnen. Lass es uns tun, Anna. Guten Appetit. Lektion 29. Hast du den Campingplatz gefunden? Hast du den Campingplatz gefunden? Ja, ich glaube, ich habe es gefunden. Die GPS-Koordinaten führten mich zu diesem Ort. Das ist großartig. Ist es ein geeigneter Ort zum Campen? Es sieht vielversprechend aus. Es ist von Bäumen umgeben und bietet eine schöne Freifläche zum Aufstellen von Zelten. Hervorragend. Gibt es in der Nähe eine Wasserquelle wie einen Fluss oder einen See?
Ja, ich habe einen Fluss nur einen kurzen Spaziergang von hier entfernt entdeckt. Es ist perfekt zum Angeln oder Schwimmen. Das ist ein Bonus. Während wir campen, können wir einige Wasseraktivitäten genießen. Definitiv. Und das Beste daran ist, dass die Gegend friedlich und abseits des Stadtlärms wirkt. Das ist genau das, wonach wir gesucht haben, eine ruhige Flucht in der Natur. Ich bin froh, dass ich auf diesen Campingplatz gestoßen bin. Es scheint, als ob es eine großartige Erfahrung sein wird. Das tut es auf jeden Fall. Wir können wandern, Marshmallows am Lagerfeuer rösten und einfach entspannen. Ich kann es kaum erwarten, mich von der geschäftigen Welt zu trennen und in die Natur einzutauchen. Ich auch nicht. Es wird erfrischend sein, eine Pause einzulegen und die Einfachheit des Lebens im Freien zu genießen. Ich stimme zu, John. Lasst uns mit dem Aufbau des Camps beginnen und das Beste aus diesem wunderschönen Ort machen. Klingt nach einem Plan, Anna. Lassen Sie uns unser Campingabenteuer in vollen Zügen genießen. Absolut, John. Lassen Sie uns in dieser ruhigen Umgebung unvergessliche Erinnerungen schaffen. Ich freue mich darauf, Anna. Lass uns anfangen und den Camping-Spirit genießen. Lektion 30. Wie viel kostet dein neues Portemonnaie? Wie viel kostet deine neue Handtasche? Es war im Angebot, also habe ich es zu einem günstigen Preis bekommen. Das ist großartig. Wie viel hast du dafür bezahlt? Ich habe $50 dafür bezahlt. Es waren ursprünglich $100, also habe ich einen Rabatt von 50% bekommen. Das ist ein fantastischer Deal. Du hast ziemlich viel Geld gespart. Ja, ich war sehr zufrieden mit dem Preis. Außerdem liebe ich das Design und die Qualität. Es steht dir gut. Sie haben einen klugen Kauf getätigt. Danke, John. Ich freue mich, dass du das auch denkst. Definitiv. Es ist immer schön, gute Schnäppchen zu finden und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bekommen. Ich stimme zu. Es ist wichtig, auf unsere Ausgaben zu achten und kluge Entscheidungen zu treffen. Absolut. Es geht darum, ein Gleichgewicht zwischen Qualität und Erschwinglichkeit zu finden. Gut gesagt, John. Ich bin sehr zufrieden mit meiner neuen Handtasche. Es war den Preis wert. Das freut mich zu hören, Anna. Viel Spaß beim Benutzen. Danke, John. Das werde ich auf jeden Fall tun. Es ist jetzt eines meiner Lieblingsaccessoires. Ich verstehe warum. Es passt perfekt zu dir.